Ich war schon so gut wie mit Fabian zusammen, bis du dich an ihn rangemacht hast mit deiner ESO-Tour. Und ich besorgte dir noch ein Praktikum bei meinem Opa. Falls du es vergessen hast, zu einer Beziehung gehören immer noch zwei. Und ich kann nichts dafür, dass Fabian sich in mich verliebt hat. Mehr als jeder andere hast du mein Vertrauen enttäuscht. Ich will dich nicht mehr sehen. Papa. Verlass auf der Stelle mein Haus. Arno, wir können verstehen, dass du enttäuscht bist, aber du kannst doch Susanne nicht einfach rausschmeißen. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Pack deine Sachen. Papa, bitte, ich hab's doch nur gut gemeint. Du wärst auf der Straße gelandet, hätte Susanne nicht die Idee gehabt, Auf der Straße! Als sie in der Schuld der Familie Diana auf dem Gewissen hat. So, Arno, jetzt lass uns mal ganz vernünftig miteinander reden. Du bist nicht glücklich darüber, dass Susanne mit deinem Problem zu mir gekommen ist, aber sie ist immer noch deine Tochter. Bitte, Elisabeth, misch du dich nicht ein. Ich mische Dies ist mich. eine Familienangelegenheit, damit hast du nichts zu tun. Geh nach Hause auf dein Schloss. Ich hoffe sehr, du überlegst es dir noch einmal. Wenn du unbedingt willst, dann gehe ich. Aber ich hab's nur für dich getan. Für mich? Ich würde mir lieber die Hand abhacken lassen, als nur einen Cent von dieser Bande auf Königsbronn anzunehmen. Niemand wusste das besser als du. Trotzdem bist du mir in den Rücken gefallen. Für Verräter gibt es hier keinen Platz. Also. Oh, wir sollten uns besser wieder anziehen. Tut es dir leid? Überhaupt nicht. Aber Carla ist oben und könnte jederzeit runterkommen. Oder Sarah taucht auf oder Inga und das wäre mir schon ein bisschen unangenehm. Dann sag ihr doch einfach, wir sind nicht da. Sie würde sich das alles nur einbilden. Ob wir damit durchkommen? Ich meine, du könntest natürlich auch ein Plädoyer für die freie Liebe in fremden Wohnungen halten. Das mache ich doch aus dem Stegreif. Lars, das war so wunderschön. Ich konnte mich zum ersten Mal nach langer Zeit wieder total fallen lassen. Hab ich das vermisst. Das könntest du immer haben, wenn du möchtest. Aber erst muss die Scheidung durch sein. Aber da Ansgar es offenbar kaum erwarten kann, wird es hoffentlich schnell gehen. Und dann fängt endlich ein neues Leben für mich an. Interessiert dich nicht, was Streitmann von mir wollte? Ja, richtig. Was wollte er denn? Ich habe gleich einen Termin bei ihm. Er will sich in einem persönlichen Gespräch ein Urteil über den Zustand unserer Beziehung bilden. Ist doch schön, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Du scheinst das nicht gerade ernst zu nehmen. Doch, ich nehme das ernst. Sehr sogar. Ansgar, wir haben es doch in der Hand. Wenn wir Streitmann überzeugen können, dass wir uns versöhnt haben und sogar daran denken zu heiraten, um Hannes die Geborgenheit einer Familie zu bieten, dann ist uns das Sorgerecht so gut wie sicher. Du hast recht, Tanja. Wenn? Du warst doch auch dafür. Moment mal, für das Heiraten war ich nie. Alles andere okay, aber weißt du, inzwischen habe ich meine Meinung geändert. Ansgar, was soll das? Wenn du Hannes zurückhaben willst, hast du keine Alternative. Ich warne dich, wenn du versuchst, dir das Sorgerecht alleine zurückzuholen. Tanja, wenn du mich jetzt bitte alleine lassen würdest, weißt du, ich habe noch ein sehr wichtiges Telefonat zu führen. Denk nicht mal dran. Leider nur die Mailbox, aber wenn ihr mir eine Nachricht hinterlasst, rufe ich sofort zurück. Danke. Hallo Natalie, Ansgar hier. Ich weiß, das klingt ein bisschen merkwürdig, aber würdest du dich bitte bei mir melden? Ich muss dich unbedingt sehen. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Was soll ich denn machen? Gegen den Willen von meinem Vater hierbleiben?
Dann hätten wir hier alle die Hölle auf Erden. Ja, das halten wir aus, oder? Das ist lieb von euch, aber ich kenne meinen Vater besser. Er braucht jetzt Abstand von mir, um sich zu beruhigen. Abstand? Er verhält sich wie ein kleines, trotziges Kind. Wenn Fabian sich so verhalten würde, dann hätte er ein echtes Problem mit mir. Katja, jetzt lass gut sein. Du hast doch gehört, was Susanne gesagt hat. Sie kennt ihn besser als wir. Sie wollte ihm doch nur helfen, genau wie wir. Früher oder später wird er das auch einsehen. Eins steht fest, wenn sie geht, dann gehen wir auch. Ja, natürlich. Wir hängen da genauso drin wie du. Außerdem will ich hier nicht mit dem Gefühl wohnen, von Arno nur geduldet zu sein. Das ist wirklich nett von euch, aber bitte tut ihm das nicht an. Janas Tod hat ihn völlig aus der Bahn geworfen und jetzt noch die Sache mit dem Kredit. Ich will nicht, dass er sich wieder ganz in sich zurückzieht, wie damals, als Elisabeth ihn verlassen hat. Er braucht euch mehr, als ihr denkt. Dann bleibst du als unser Gast hier. Schließlich gehört uns ja die Hälfte des Hauses. Mist. Sag mal, das ist doch nicht dein Ernst. Arno hat uns indirekt vorgeworfen, wir hätten ihn übers Ohr gehauen. Und jetzt willst du ihn unter Druck setzen. Nein, aber ich suche einfach nach einer Lösung, statt klein beizugeben. Das weiß ich auch zu schätzen, aber ich glaube, Matthias hat recht. Es würde alles nur schlimmer machen. Also ich schlage vor, wir bleiben hier und versuchen, Arno erst mal runterzukochen. Und wenn er sich dann beruhigt hat, dann holen wir dich wieder zurück. Trotzdem, ich finde das unmöglich, dass er Susanne vor die Tür gesetzt hat. Ich meine, es ist doch Kindergarten. Arno hat was? Ich dachte, du freust dich, wenn ich dich in deiner Pause besuche. Tu ich auch, ehrlich. Das kannst du aber ganz schön gut verbergen. Ich habe Stress zu Hause. Arno hat sich mit Susanne und meinen Eltern gezofft. Worum ging's denn? Tut mir leid, aber das ist echt Family Business. Aber angefangen hat's damit, dass Lisa mich reingerissen hat, auf die ganz linke Tour. Lisa? Sie hat Arno erzählt, ich hätte auch verliebt gemacht, um sie ins Bett zu kriegen und dann einfach abserviert. Hey, das glaube ich jetzt nicht. Wir haben doch mit ihr gequatscht wegen diesem ständigen Rumgezicke. Ich dachte, sie hat's endlich gecheckt. Wohl eher nicht. Dann knöpfen wir sie uns noch mal vor, bis sie's kapiert hat. Diese dauernden Eifersuchtsattacken gehen mir tierisch auf den Zeiger. Lass mich mal lieber alleine mit dir reden. Ich glaube, wenn wir zu zweit bei ihr auftauchen, dann macht sie gleich wieder dicht. Wie kann man nur so bescheuert sein? Wenn du gehst, dann gehe ich auch. Was hast du denn gedacht? Lisa, das ist total süß von dir, aber mir wäre wirklich lieber, wenn du hier bleibst. Auf gar keinen Fall. Das ist doch bestimmt nicht für lange. Hm? Du kennst doch deinen Opa, der ist ganz schnell auf 180. Aber ich weiß auch, wie wichtig wir ihm alle sind. Du warst immer für mich da, wenn ich dich gebraucht habe. Und jetzt mache ich mal was für dich. Wenn du wirklich was für mich tun willst, dann bleib hier und kümmere dich um Arno. Er hat dich rausgeworfen. In seinen Augen habe ich ihn auf das Übelste hintergangen. Und das habe ich die ganze Zeit gewusst. Das Leben kann so beschissen sein. Von der Castingagentur hat sich niemand gemeldet. Fabian ist jetzt mit Judith zusammen statt mit mir. Und diese blöde Theater AG, das ist auch alles für die Katz. Davon weiß ich ja gar nichts. Ich dachte, ihr probt Stolz und Vorurteil. Ja, machen wir auch. Hinter dem Vorhang. Ach, egal. Im Moment läuft einfach alles schief. Es wird schon wieder. Manchmal muss man einfach abwarten, bis die Dinge sich von selbst wieder einrenken. Tolle Aussichten. Versprich mir, dass du mich anrufst, wenn du Probleme hast. Ich bin ja nicht aus der Welt, okay? Okay. It's a little bit funny, this feeling inside. Not when love you can easily. Ah, Natalie, schön, dass du kommen konntest. Was gibt's? Ich habe nicht viel Zeit. Oh, entschuldige. Also, warum wolltest du mich sprechen? Es geht um unsere Scheidung. Weißt du, je näher der Termin rückt, desto mehr frage ich mich, tun wir das Richtige? Verstehst du, was ich meine? Ich fürchte, nein. Ich habe mich heute Morgen im Schneiders unmöglich benommen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Weißt du, in den letzten Tagen sind einfach sehr viele Erinnerungen in mir hochgekommen an Zeiten, in denen wir sehr verliebt ineinander waren. Es ist eben einfach so, dass man etwas erst wirklich zu schätzen weiß, wenn man es zu verlieren droht.
Natalie, das mit uns war doch immer was ganz Besonderes. Bitte, gib uns noch eine Chance. Natürlich habe ich Fehler gemacht, Natalie, große Fehler sogar. Aber ich habe daraus gelernt, das musst du mir glauben. Hier, schau mal, wir waren doch mal glücklich, sehr glücklich sogar. Und das können wir auch wieder sein. Hannes, du, ich, eine richtige kleine Familie. Das hast du dir doch immer gewünscht. Ja, stimmt, das habe ich mir immer gewünscht. Aber das war, bevor du mir vorgeworfen hast, dass ich deinen Sohn auf dem Gewissen habe. Du hast mich zur Alkoholikerin gemacht und mich weggesperrt. Und das, Ansgar, sind meine Erinnerungen. Gestern hast du noch gesagt, es ist dir völlig egal, ob ich in den Knast gehe oder nicht. Und heute willst du eine Familie mit mir gründen? Ja, das war doch nicht ernst gemeint. Was? Das mit dem Knast oder das mit der Familie? Das mit dem Knast, ich meine, Als Hannes wieder aufgetaucht ist, da habe ich für einen kleinen Moment geglaubt, wir hätten vielleicht doch noch eine Chance. Aber du hast ja noch nicht mal für nötig gehalten, dich bei mir zu entschuldigen. Ich war halt in einer emotionalen Ausnahmesituation, das musst du doch verstehen. Ansgar, unterschreib die Scheidungsunterlagen, das ist das Letzte, was du für mich tun kannst. Blöde Zicke. Dein schlechtes Gewissen kannst du damit auch nicht wegspülen. Oh Gott, du hast mir gerade noch gefehlt. Statt Susanne dankbar zu sein, schmeißt du sie aus dem Haus. Sie wollte dir doch nur helfen. Ja, und sie hat mir sogar so sehr geholfen, dass ich von nun an bis zum Ende meiner Tage in der Schuld der Leute stehe, die unsere Jana unter die Erde gebracht haben. Jetzt hör doch mal mit diesen bekloppten Schuldzuweisungen auf. Elisabeth hat dafür gesorgt, dass du dein Haus behalten kannst. Nicht zu dem Preis. Und das wusste Susanne. Wie kann man nur so stur sein? Was hast du damit zu tun? Vielleicht ist Susanne meine Mutter? Misch dich in Dinge, die dich nichts angehen. Das geht mich sehr wohl was an. Und nur weil du so stur und ungerecht bist... Hör zu, meine Kleine. Was ich in diesem Haus tue oder lasse, das ist und bleibt meine Angelegenheit. Wann kapiert ihr das endlich? Was war das denn für ein Abgang? Bist du mal wieder mit einer Lügenstory aufgeflogen? Ach, apropos Lügenstory. Würdest du bitte aufhören, Judith mit deinen peinlichen Anspielungen auf eine angebliche Beziehung zwischen uns zu nerven? Das ist nämlich total uncool. Auch wenn du es nicht glaubst, es gibt noch ganz andere Probleme auf dieser Erde, als dass ihr ungestört poppen könnt. Hey Lisa, was ist denn los? Willst du mir nicht verraten, was passiert ist? Arno hat Susanne rausgeworfen. Was? Warum das denn? Krass. Kein Wunder, wenn du jetzt fertig bist. Kannst du dir das vorstellen? Wie sie sich fühlen muss, vom eigenen Vater vor die Tür gesetzt. Susanne, tut mir so leid. Das ist alles so unfair. Oh, vielleicht ist sie das. Hallo?
Ja, das bin ich. Heute Abend. Ja, klar. Okay, bis dann. Das war die Castingagentur. Ich darf vielleicht bei einem Werbespot für Handys mitmachen. Super. Susanne sagt immer, manchmal muss man nur drauf warten, bis sich die Dinge von allein erledigen. Da hat sie wohl recht gehabt. Hey, Mütter haben immer recht. Wusstest du das nicht? Arno. Hast du dich inzwischen bei Susanne entschuldigt? Ich bin nicht gekommen, um mit dir über Susanne zu diskutieren. Sondern? Halt dich verdammt noch mal raus aus meinem Leben, Elisabeth. Da hast du nichts verloren, schon lange nicht mehr. Wenn du den Kredit meinst, ich wollte dir helfen, mehr nicht genau wie Susanne. Ich will und ich brauche eure Hilfe nicht. Geht das nicht in euer Hirn? Du hättest dein Haus verloren. Und das nicht zum ersten Mal. Davor wollten wir dich bewahren. Das ist so typisch, diese Lahnsteinsche Selbstgerechtigkeit. Aber ich lasse mich nicht weiter von dir demütigen, Elisabeth. Selbst wenn du dich hier ja inzwischen für etwas Besseres hältst. Wenn ich dich nicht kennen würde, Arno, dann würde ich dich jetzt rauswerfen lassen. Aber wahrscheinlich merkst du gar nicht, wie verletzend deine Worte sind. Spar dir doch die Heuchelei. Du hast doch bekommen, was du wolltest. Ich stehe in deiner Schuld. Aber freu dich nicht zu früh. Du bekommst dein Geld zurück. Jeden Cent. Erstick dran. Er hat mir ernsthaft vorgeschlagen, es nochmal miteinander zu versuchen. Ansgar, Hannes und ich, eine echte Bilderbuchfamilie. Ist der Typ nicht unglaublich? Es gab Zeiten, da hättest du dich drauf eingelassen. Die sind vorbei, für immer. Ich kann es kaum erwarten, dass meine Scheidung endlich rechtskräftig wird und mein neues Leben beginnt. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Oh, das finde ich auch zum Platzen. Am liebsten würde ich durch den ganzen Park rennen, bis ich nicht mehr kann. Ja, dann mach doch. Der Park ist groß genug. Ist das nicht... Ja, die hast du mir zum Abschied geschenkt. Ich habe zum ersten Mal seit langem wieder Schmetterlinge im Bauch. Wenn es dir zu schnell geht, dann sag es mir. Nein, Diesmal will ich alles richtig machen. es ist alles gut. Und du hast auch damals nichts falsch gemacht. Ich war einfach nur blind, das weiß ich jetzt. Lieber spät als nie. Vielleicht war ich auch damals noch gar nicht so reif für die wahre, echte, große Liebe. Oh ja! Yippie! Sag mal, wer ist eigentlich dieser Johnny Depp für Arme da drüben bei Lisa? So ein Art Director von einer Werbeagentur. Ich glaube, es geht um einen Werbespot für Handys. Theater spiele ich schon länger, aber eigentlich will ich zum Film. Und Deutschland ist da ja als Standort schwer am Kommen. Also ich würde natürlich auch ins Ausland gehen, wenn das Drehbuch geil ist. Ja, und wenn es mir auch die Möglichkeit bieten würde, mich weiterentwickeln zu können. Du, ich glaube, ich muss dir mal was klarstellen. Wir reden hier nicht von Hollywood, sondern von Handys, okay? Okay. Es geht um einen Werbeclip, nicht um ein großes Kino. Außerdem, du siehst viel älter aus als auf den Fotos, die du mir geschickt hast. Hast du irgendwie den Look verändert oder so? Eigentlich laufe ich immer so rum. Okay. Wo bleibt mein Latte? Den habe ich schon vor 10 Minuten bestellt. Ich sag Bescheid. Hast du den Latte vergessen? Ist gerade fertig geworden. Sag mal, hat Fabian eigentlich schon mit dir gesprochen? Ja, warum? Ich hoffe, du bist jetzt nicht allzu sauer auf ihn, aber deine Eifersuchtsattacken wären echt nicht mehr auszuhalten. Sauer? Wieso das denn? Er war super nett. Ich denke, er hat gemerkt, dass ich ziemlich neben der Spur war. Auf jeden Fall hat er sich sehr lieb um mich gekümmert. Er ist stur wie ein sizilianisches Maultier. Wem sagst du das? Heute hat er dich aus dem Haus geworfen. Das ist schlimm genug. Aber was kommt als nächstes? Als er damals zu Degenhardt ging, um sich von diesem Widerling das Geld zu borgen, da haben wir ihm alle abgeraten. Und getan hat es trotzdem. Wahrscheinlich gerade deswegen. Arno ist ein lieber Kerl, aber manchmal neigt er dazu, rein emotional zu handeln.
Vielleicht hat er inzwischen eingesehen, dass er überreagiert hat. Nein, ganz bestimmt nicht. Er war gerade bei mir. Was? Ja. Aber er weiß doch, was er an dem Haus und der Firma hat. Und dass das alles nur mit deinem Kredit zu retten war. Das muss er doch irgendwann zugeben. Ja, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich glaube, Arno macht sich gar nicht klar, was passiert wäre, wenn er den Kredit von dir nicht bekommen hätte. Vielleicht sollten wir ihm das mal ganz klar vor Augen führen. Du sagst überhaupt nichts. Du kennst meine Meinung. Es bringt jetzt überhaupt nichts, Arno unter Druck zu setzen. Gib ihm Zeit, dann wird er schon einsehen, dass er sich da total verrannt hat. Mit anderen Worten, du willst die Situation einfach aussitzen. Das kannst du ja immer am besten. Hättest du dich nicht verplappert, dann säßen wir jetzt nicht hier. Hey, Moment mal. Ich war von Anfang an gegen dieses Gemauschel, falls du das vergessen hast. Bitte, jetzt streitet ihr beide nicht auch noch. Ich denke, Susanne hat recht. Wir sollten Ruhe bewahren und hoffen, dass Arno keine Dummheiten macht. Mehr können wir im Moment sowieso nicht tun. Stimmt was nicht? Wie gesagt, kommst echt anders rüber als auf den Fotos. Ist das ein Problem? Ehrlich gesagt, ja. Vielleicht habe ich damals ein anderes Make-up benutzt. Aber sowas lässt sich doch ändern. Darum geht's nicht. Ich brauche Typen, keine aufgetakelten Models. Leute, die natürlich und authentisch sind. Leute wie... Nee, das gibt's doch nicht. Das ist genau das Gesicht, nach dem ich seit Wochen suche. Judith? Musstest du vor allem verkünden, dass ich die Schuldige an dem Drama bin? Ist doch so. Übrigens, dein Kommentar von meinem angeblichen Aussitzen war vollkommen daneben. Ja, und ich werde morgen mit Arno reden, anstatt abzuwarten, bis alles noch schlimmer wird. Das können wir gerne jetzt gleich erledigen. Du bist noch wach? Allerdings. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich war mein ganzes Leben lang mein eigener Herr und habe hart dafür gearbeitet, dass ich meiner Familie so etwas wie bescheidenen Wohlstand bieten konnte. Jetzt lebe ich auf Pump. Und wenn ich etwas hasse, dann Schulden. Erst recht, wenn ich dadurch von Elisabeth abhängig bin. Durch euren Verrat habt ihr mir nur eine einzige Möglichkeit gelassen. Also werde ich Brandnerbau verkaufen.